And this is Radio Franconia, and we are now talking about a new adventure of the Funkwagen Franken. Jawohl, kleiner Spaß muss auch sein. Seid gegrüßt hier zu einem Special. Es geht um die Vorstellung von einem Armeefahrzeug. Ich habe ja schon ein paar andere Humvees gezeigt, aber das ist ja schon mal was Besonderes. Es ist nämlich der fast schon Vorgänger vom Humvee. Und das will ich euch gleich noch näher erläutern. Vom Humvee selber gibt's auch was Neues. Es wurden neue Vorderreifen montiert. Ja, und seitdem, unglaublich aber wahr, fährt sich der Humvee auch richtig ruhiger, nachdem die Vorderreifen gewuchtet worden sind. Also schon mal ein gutes Zwischenergebnis. Die Reifen waren allerdings nicht sehr billig. Ja, so zwischen 200 und 500 für einen neuen Reifen muss man dahin blättern. Hier sieht man also noch so eine kleine Aufgabenstellung, Begleitung einer kleinen Underground-Fete hier in Oberfranken und hier also ein paar Eindrücke vom Morgengrauen. Ups, wer tanzt denn da noch? Ja, der Humvee wurde hier wieder entsprechend genutzt zum Auf- und Abbau, Abtransport von Deko und sonstigen Materialien. Dann ging es allerdings zum Highlight. Ja, der Funkwagen ist hier noch nicht das ganze Highlight, auch nicht der mit dem Shelteraufbau. Den kennen wir ja natürlich von dem Video der Abholung in Holland. Ja, bei dem man ziemlich coole Rückfahrkameras verbaut. Das möchte ich bei meinem Humvee auch irgendwann mal, also spätestens nächstes Jahr installieren, weil es einfach ein Aspekt der Sicherheit ist. Man sieht einfach mehr beim Parken und ich habe auch schon einige Sachen so halb oder fast oder wie auch immer mitgenommen. Aber egal, es geht hier in diesem Video um diesen hier, den M561 Gamma Goat. Ein uriges Vehikel, das ist auf jeden Fall klar. Es hat nichts mit dem Humvee zu tun, aber es war gleichfalls so ein Vorgänger von ihm. Also dieses Fahrzeug hat noch eine englische Zulassung. Aus England kam es eben auch frisch nach Deutschland und da habe ich mir das eben hier mal erlauben können, ein Video zu machen. Besonderheiten, die Batterien sind rechts und links auf den Treibstofftanks gelagert. Ein Blick unter die Rädergeschichte. Es ist also tatsächlich ein dreiachsiges Fahrzeug, das aber jetzt nicht so, könnte man meinen, also ein Anhängergestell ist, sondern es ist auch richtig fest nach hinten mit dem Anhänger verbunden. Da geht nichts mit kurzfristigen Abkoppeln. Hier ein Blick noch in den Innenbereich. Ja, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist ja schon richtig alt. Also doppelt so alt wie mein Humvee und es war wohl auch ein bisschen draußen gestanden. Ja, ich möchte hier nicht in die absoluten Details eingehen. Es sind auf jeden Fall ein paar Komponenten da, die man vom Humvee auch noch kennt, beziehungsweise so wie hier der Lichtschalter. Das sind Komponenten, die ja schon in den 40er Jahren in gewissen Fahrzeugen aufgetaucht sind. Hier nochmal der Bereich von hinten, der allerdings wenig mit dem Humvee zu tun hat. Genau, ich erkläre nur das Grobe und die Freaks, die schauen da ein bisschen genauer hin. Hier also schon mal ein kleiner Motorstart. Ja, das Reinkraxeln mit über 1,90 Metern erwies sich dann allerdings nicht so als geschmeidig. Man kann es hier vielleicht ein bisschen mitbekommen. Es ist ein Spaß gewesen. Es ist ein Spaßfahrzeug. Also an dieser Stelle muss man das ganz klar hervorheben. Ja, hier rollert gerade ein anderes Spaßfahrzeug an uns vorbei. Ja, egal. Kleine Probefahrt. Also, sieht man hier vielleicht schon ein bisschen. Also die ganz hinteren Räder, die sind auch lenkbar. Und deswegen ist das Ding natürlich ein bisschen, eine Spezialität für sich. Es ist halt, wie gesagt, was Besonderes. Hier nochmal in der Seitenansicht und und ein paar Punkte zur Historie des Fahrzeugs. Also in den 60er Jahren wurde das einfach gefordert, ein etwas mehr geländegängigeres Fahrzeug zu erschaffen, da die normalen US-LKWs für gewisse Geländegeschichten einfach nicht geeignet waren.
Ja, das hatten ja die Deutschen schon im Zweiten Weltkrieg erkannt und hatten da mit dem Opel Maultier und ja, den Raupenschlepper Ost entsprechende Entwürfe und auch Tatsachen walten lassen. Ja, das Fahrzeug wurde dann ohne die entsprechenden Tests abzuwarten in die Massenproduktion gegeben. Dann auch noch witzigerweise von einem Flugzeughersteller, der zwar schon eine Ahnung hatte von Landfahrzeugen, aber ja, also das Fahrzeug war bei den Truppen nicht sehr beliebt. Man musste zum Beispiel etliche Mehrstunden für die Schmierung ja, einfach bereithalten. So war das auch so, dass man also diese Fahrzeuge zuerst in einem Konvoi losgeschickt hat, damit dann der Rest vom Konvoi dann auch zeitgleich eben ankam, weil die halt so anfällig waren. Ja, das Fahrzeug war auch für den Lufttransport konzipiert. Es gab dann auch eine Ambulanzversion, aber das sei dahingestellt, ob da jetzt die Verletzten sich besonders wohl gefühlt haben. Hier ein Blick noch in den Motor. Ja, weil hinten war ja nur ein Planenverdeck möglich, also es gab da keinen festen Aufbau, wo dann so wie beim Funkwagen das hier auch noch ein bisschen geschützt ist für ja, Splitterwirkungen oder kleinere Gewehrgeschichten. Da war das natürlich ja, sehr, sehr offen und deswegen sicher keine sehr bequeme Ambulanz. Ja, der Motor hinter dem Fahrer, naja, das ist im Prinzip genauso wie beim Humvee, wo man also quasi auf dem Motor sitzt oder neben dem Motor, wie auch immer. Also auch hier wird das Tragen von Gehörschutz entsprechend ja, empfohlen natürlich. Ja, die Blades hier noch ein bisschen im Detail und Radlauf, also ja, die Freaks, die wissen hier, das ist natürlich auch die Befestigung für den Gewehrhalter, so funktioniert er halt in der Praxis. Von hinten, ja, in der Regel ist halt eher ein Planengestell drauf, das ist auch hier noch mit an Bord gewesen, aber natürlich nicht installiert. Etwas strange, die umklappbare Windschutzscheibe, konnte ich mir jetzt auch nicht so erklären, so was das jetzt gut sein sollte. Hier haben wir also hier die einzelnen Pedale, das ist also jetzt keine Automatik, sondern noch pure Gangschaltung. Jo, das war also eine kurze Übersicht über das Fahrzeug. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen so zugesagt. Ich bin jetzt keiner, der da vollkommen ins Detail geht, weil da habe ich auch das Fahrzeug nicht so ganz gut gekannt. Es stehen ja doch ein paar krasse Sachen an in diesem Jahr, nämlich so ein bisschen, ja, was kann der Humvee bewältigen an Strecken? Und ja, das seid mal gespannt. Ansonsten danke fürs Zuschauen.